Bruce hier, BB2K Airsoft Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das FAMAS F1 von Northeast bzw. Gunpoint kennt ihr ja schon. Das habe ich euch vor 2 Jahren vorgestellt. Gunpoint hat aber nicht geschlafen, sondern hat jede Menge Zubehör für diesen Klassiker auf den Markt gebracht. Und das werden wir uns heute anschauen, denn danach sieht das Gewehr nicht mehr so aus, sondern so. Taktisch cool für den Special Op von heute. Intro ab! Intro ist durch, da bin ich wieder. Ja, heute gucken wir uns mal das Ganze. Was ist denn das? Da gibt es ja sogar noch einen Koffer. Auch den schauen wir uns an. Ich zeige ihn euch mal ganz kurz. Hier könnt ihr eure FAMAS famos verstauen. Und da sind wir im Studio, denn jetzt wird es ernst, meine Lieben. Ich habe euch unheimlich viel zu zeigen. Kommen wir erstmal zu diesem Koffer. Das ist eine Spezialgeschichte, die Gunpoint jetzt ganz neu aufgelegt hat. Es wird jetzt auch in den nächsten Tagen online gehen. Das ist sozusagen das rundum Glücklich-Paket. Ich zeige es noch mal rein, ja, damit ihr wisst, um was es hier geht. Wir haben hier diesen wunderschönen Koffer und in diesem Koffer ist neben dem FAMAS das ganze Zubehör, was es für die FAMAS gibt, also fast das Ganze in dem Koffer integriert. Wir haben die PGMP Griffstück, dann die Quadrail, Handgriff, den Piratlaser, ein Ersatzmagazin, ein Sling, ein Gaskännchen und diesen wunderschönen Patch. Das Ganze kostet ein bisschen was. Wenn ich euch den Preis sage, seid ihr bestimmt geschockt. Aber wenn ihr im Kopf das Ganze nochmal zusammenrechnet, ist es eigentlich gar nicht so dramatisch. 1.495 € kostet dieses Set. Ich stelle euch jetzt alle einzelnen Komponenten vor, sage da auch noch die Preise und dann könnt ihr im Hintergrund während des Reviews schön rechnen. Und dann werdet ihr feststellen, dass das gar nicht mal so teuer ist. Ich habe hier mal das ganze Zubehör von Gunpoint auf den Tisch gelegt und wir werden jetzt mein Standard F1 mal mit diesem ganzen schönen Zeug aufhübschen. Kommen wir zu dem Sling. Den könnt ihr bei Gunpoint kaufen für 20 €. Ist auch authentisch nachgefertigt, so wie ihr das auch bei dem Original FAMAS kennt. Die Montage ist ein bisschen kompliziert. Ich zeige sie euch mal. Und zwar müsst ihr zunächst den vorderen Teil hier einmal um das Gelenk von dem Zweibein schwenken. Dann nehmt ihr das Ende von der Schlaufe, fädelt es durch die Schnalle ein. Dann fädelt ihr das lange Teil durch die Gewehrriemenaufnahme hinten am Schaft, befestigt es wieder durch die Schnalle und nimmt jetzt das Endstück und lässt es hier einschnalzen im vorderen Teil. Und dann braucht ihr das nur noch festziehen und richtig arretieren. Und so sieht das dann mit dem Sling aus. Dann haben wir das auch schon mal abgefrühstückt. Kommen wir zum Ölkännchen. Das sollte eigentlich jedem bekannt sein, der sich mein FAMAS-Video angeschaut hat. Das könnt ihr natürlich immer noch kaufen für 12 €. Da ist auch Silikonöl drin. Und das Coole ist, das Ganze ist genauso aufgebaut wie das Original Ölkännchen und kommt auch an die gleiche Stelle ran, wie es sich gehört. Da könnt ihr hier am Griff die Klappe öffnen, Ölfläschchen reinstecken, zuklappen und ihr seid bereit. Kommen wir nun zu dem taktischen Teil und zwar gehört hier diese Quadrail mit dazu. Die ist aus CNC gefrästem Aluminium und entspricht im Aufbau genau dem Originalbauteil, was auch bei der FAMAS im Einsatz kommt. Die Quadrail kostet 110 € und die Montage ist wirklich ziemlich simpel. Ihr braucht hier nichts bohren, nichts zu machen weiter, außer dass ihr zunächst das Zweibein einklappt. Dann habt ihr hier unterschiedliche Tiefen. Ihr müsst euch den Punkt nehmen, der am weitesten offen ist. Das müsste der hier sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann könnt ihr hier
die Kante mit der Kante hier auf Linie bringen. Seht ihr, wie schnell das geht und schon ist das schon reingeflutscht. Sitzt jetzt schon richtig fest. Um es dann noch richtig zu montieren, müsst ihr jetzt hier einfach nur die beiden Schrauben festziehen. Hier auch noch mal ein bisschen. Und dann sitzt das richtig schön fest an der FAMAS und dann habt ihr schon den ersten Taktik-Style montiert. Als nächstes schauen wir uns den Griff an. Das macht natürlich hier die FAMAS noch taktischer und auch noch besser zu handeln. Das Griffteil kostet 30 € und ist auch dem Originalgriff nachempfunden, wie man das auch bei der FAMAS kennt. Die Montage ist ganz simpel. Zunächst löst ihr hier den Griff ein bisschen nach unten. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Und dann schiebt ihr das einfach auf die Rehe rauf. Dreht es an die Position fest, die ihr gerne haben möchtet. Und dann sitzt das richtig toll und dann seid ihr schon noch taktischer unterwegs, als das vorher wart. Aber das ist immer noch nicht alles. Wir kommen jetzt eigentlich für mich persönlich zum absoluten Highlight von dem Upgrade-Paket für das FAMAS. Und zwar, ihr wisst, die FAMAS F1 kam 1978 auf den Markt bzw. wurde dort von der französischen Armee eingesetzt. Schön fest im Kalten Krieg. Da hatte sich noch keiner einen Kopf gemacht über Rotpunktvisiere oder andere Zielvorrichtungen. Das hatte sich natürlich geändert in den 90er Jahren. Und so hatte man überlegt, wie man hier dieses vorhandene Modell noch so upgraden kann, dass man Rotpunktvisiere, Laser und alles Mögliche anbringen konnte. Das vorhandene Griffstück war zwar groß genug, aber durch das Material von dem Kunststoff war das alles ein bisschen zu wackelig, um dort eine Montage drauf zu machen, die zuverlässig immer die Null hält. Und so hat man sich einfach gedacht, wir nehmen den Rahmen und verstärken den einfach. Und so ist das PGMP entstanden. Das ist französisch und heißt Poignée garde-main polyvalente. Oder einfach auf Deutsch vielseitiger Handgriff. So geht es auch. So sieht er aus. Das Einzige, was sich jetzt geändert hat, ich halte jetzt hier mal kurz nochmal den Originalen daneben. Wir haben hier, das passt ja sehr gut so, hier die Visierung für die Gewehrgranate ist ein bisschen kürzer geworden. Und zwar aus dem Grund, weil man jetzt hier beim Original einen Stahlrahmen eingebaut hat, der hier unten in der Befestigung ist, wie er auch bei dem Original ist. Der geht nämlich hier in die Führungsstange von dem Ladehebel rein, um hier fest zu arretieren. Und dann geht das hier einmal außen rum bis hier hinten rein. Und ihr könnt sogar sehen, wir haben sogar noch die Notvisierungsmöglichkeit. Man kann hier also auch noch durchgucken. Und da oben kann man ja unschwer sehen, ist hier nochmal eine Rail angebracht. Die könnt ihr auch abschrauben. Das würde dann so aussehen und hier haben wir auch schon einen Aimpoint montiert. Das ist auch in dem Koffer mit dabei, falls euch das interessiert. So seid ihr auch gleich am Start. Ja, und das wird hier einfach draufgeschraubt und dann seid ihr ready to go. Das nächste, was hier auch noch mit dabei ist an Bord, und das feiere ich richtig ab, hier ist auch schon die Montage mit dabei für eine Laservisierung. Die Franzosen hatten damals das Pirate eingeführt. Das ist ein Infrarot-Laser-Zielsystem für Nachtsichtgeräte. Ja, ich würde sagen, wir montieren das Ganze mal. Ist eigentlich auch ziemlich einfach. Dann müsst ihr hier einfach den Pin rausdrücken. So. Dann mache ich das mal nach da. Dann ein Stück nach vorne schieben und dann könnt ihr das schon nach oben ausheben. Und dann habt ihr das auch schon entfernt. Dann nehmt ihr das Neue, dreht es natürlich auch richtig. Und dann einfach hier wieder einführen. So. Gerade drin ist. Dann nach hinten schieben und dann den Pin hier wieder reinsetzen. So. Und wenn es ein bisschen schwer gehen sollte, wie in dem Moment, ein bisschen Gewalt,
Und dann ist das Ganze montiert. Ich würde sagen, machen wir doch auch gleich nochmal das Rotpunkt drauf. Dann könnt ihr auch gleich sehen, wie das hier abgemacht wird. Einfach nur schrauben. Also ich muss sagen, ehrlich, darauf habe ich ewig gewartet, weil jetzt hat man auch die Möglichkeit, damit auch ordentlich zu spielen. Denn ehrlich gesagt, das Zielen mit der FAMAS durch Kimmer und Korn ist ein bisschen schwierig. Und jetzt hier mit dem Rotpunkt geht das natürlich noch richtig easy. Ja. Und dann sieht das Ganze doch schon cool aus, oder? Und wie gesagt, ihr habt die Möglichkeit, falls es mal kaputt geht, könnt ihr auch durch diesen kleinen Schacht zielen und da auch so eure Gegner mit ausschalten. Und da sind wir schon fast am Ende von dem ganzen Upgrade-Zeug. Hier vorne gibt es noch zwei Sachen, die ich euch unbedingt durchzeigen möchte. Starten wir mit dem Bajonett. Das ist auch noch so ein Must-Have für jeden FAMAS-Fan. Da hat Gunpoint was richtig Schönes gebaut. Sieht aus wie echt. Wenn ich das rausziehe, sieht es auch noch einigermaßen aus wie echt. Aber ja, ich kann ja pieksen, machen und tun, passiert nichts. Wir haben hier eine schöne elastische Klinge am Start. Das Bajonett kostet 50 € und die Montage ist auch genauso wie beim Original. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das heute schon gesagt habe, genau wie beim Original, aber es ist wirklich so. Und zwar dreht ihr das Bajonett einmal rum, sodass es so aussieht, führt es hier einmal durch und dann habt ihr hier so eine Nase und da rastet das Ganze ein. Und damit es nicht allzu wackelig ist, hier hinten könnt ihr hier auch noch die Arretierung nehmen für die Gewehrgranate, das hier unten noch reinstecken und dann ist das Bajonett richtig fest. Also ihr seht, die Franzosen haben sich beim FAMAS eine Menge einfallen lassen, worauf man erst kommt, wenn man sich mit dem FAMAS beschäftigt. Denn das Ding ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau, wenn man so will. Hier wurde an alles gedacht. So, wenn ihr nicht pieksen wollt, sondern ihr ruhiger unterwegs, dann kann man noch was anderes machen. Psst, jetzt wird's leise. Und zwar möchte ich euch jetzt noch zeigen, einen Nachbau von dem Original Suppressor für das FAMAS. Das Ganze ist ja auch aus CNC gefrästen Aluminium, kostet 100 € und ist von der Montage richtig cool. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin begeistert, denn die Franzosen haben sich auch hier wieder was Geniales einfallen lassen. Zunächst schraubt ihr hier den Suppressor in die beiden Hälften. So, so sieht es aus. Und dann legt ihr hier einfach das Teil hier einmal rauf, so ein bisschen angekippt, damit es hier rüber geht. Dann nimmt ihr, ich mache mal so, dann könnt ihr jetzt am besten sehen, glaube ich, so. Könnt ihr das so sehen? Ja. Und dann schraubt ihr den einfach fest. Und zwar wird der Suppressor durch die Mündungsbremse jetzt gehalten und sitzt richtig bombenfest. Absolut genial. Jetzt seid ihr richtig taktisch unterwegs. Das Geniale, und ich denke mal, vielleicht funktioniert es, man kann den oberen Teil hier von dem Schalldämpfer abschrauben. So. Da ist nämlich auch noch so ein kleiner Innenlauf drin. Und wenn man den rausmacht, schaut mal, da muss ich nachher mal zu Hause schauen, wenn ich den zu Hause habe, ob ich hier auch noch einen Tracer verbauen kann. Dann habt ihr hier optisch auch noch einen genialen Effekt. Gerade mit GBB zieht das richtig ab. Kommen wir zum Schluss zu einem zweiten Highlight, was ich richtig abfeiern bzw. abfeiern würde, wenn ich nicht in Deutschland leben würde. Und zwar, das ist hier das Teil, was sich hier in diesem Kasten befindet. Und zwar ist das ein Nachbau von dem französischen Infrarot-Lasersystem, dem Pirat EL9A. Pirat ist eine Abkürzung und heißt Pointeur laser infrarouge d'aide au tir.
würde ich nie aussprechen können. Ja, und wie gesagt, Gunpoint hat das Ganze so umgebaut oder nachgebaut, einmal für Deutschland und einmal auch für den ausländischen Markt für 140 €, egal welche Variante ihr da holt. Einmal mit funktionierenden Laser, aber nicht wie beim originalen Infrarotlaser. Der ist ja unsichtbar, ist eigentlich nur was für Nachtsichtgeräte. Die Ausländer, die dürfen mit grünen Laser rumrennen und wir dürfen sozusagen nur mit der Optik hier rumlaufen, ohne dass da was leuchtet. So sieht das Ganze aus, wenn ihr es kauft. Ist auch so von der Aufmachung wirklich genauso wie das Original. Richtig schön gemacht, auch so vom Gewicht her festigt es auch sehr, sehr wertig an. Dazu gibt es einen Kabelschalter, auch gleichzeitig mit der Halterung. Wir montieren das gleiche auch mal. Dann gibt es hier auch noch mal eine kleine Anleitung. Eine Befestigungsschraube, das passende Werkzeug für die Befestigungsschraube und für alle außerhalb von Deutschland auch noch ein Einstellschlüssel, um den Laser zu justieren. So, dann zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar kommt das ganze System hier auf diese Seitenschiene rauf. Um das festzuschrauben, müsst ihr zunächst die große Schraube hier einmal lösen. So, die ist auch selbstsichernd, fällt euch nicht runter. Dann müsst ihr schauen, dass es genau jetzt auch so montiert wird, dass der Laser auch in die richtige Richtung zeigt. Dann wird das hier einfach aufgesetzt. Loch auf Loch. Und dann mit der Schraube, die hier noch mit dabei ist, da ist sie, einfach befestigt. So. So sieht das dann aus. Ja, und dann kommt das Ganze wieder rauf. Dann sieht das jetzt so aus. Und jetzt müssen wir auch den Kabelschalter befestigen. Das ist auch ganz einfach. Hat einen Bajonettverschluss. Einfach hier ansetzen, bis es einrastet. Ne? Habe ich es? Ja. So, ist dran. Und dann habt ihr hier eine Befestigungsnase. Ja. Und das schiebt ihr hier einfach in den unteren Griff rein und dann sieht das so aus. Für alle, die nicht aus Deutschland kommen, die können jetzt hier das Batteriefach aufschrauben, eine Batterie reinmachen und dann geht es an den Start. Dann könnt ihr hier auf den Knopf drücken und dann leuchtet es grün. Ja, bei uns leider nicht. Und das ist das Einzige, was ich wirklich bedauere. Noch ganz kurz zurück zu dem Laser. Wenn ihr daran Interesse habt, aber kein FAMAS habt, ihr könnt dieses System auch auf einer ganz normalen ACOG-Schiene montieren, ohne Probleme, passt ran. Und dann könnt ihr den Laser dann an so einer traditionellen Picatinny montieren und dann läuft das auch so. Das war es gewesen. Ich habe euch alles gezeigt, was ihr an eure FAMAS anbringen könnt. Von der Sling bis zum Infrarotlaser, bis zum PGMP. Es ist hier alles dabei. Ihr könnt also eure FAMAS so individuell zusammenbauen, wie ihr es möchtet. Ich feiere das Ganze richtig ab. Besonders, dass es jetzt diesen Handgriff hier gibt. Weil damit steht euch die Welt offen. Ihr könnt alles montieren, alles ranmachen, was ihr möchtet. Gar nicht mal so schlecht. Also für alle, die schon eine FAMAS haben und ein bisschen mehr wollen, könnt ihr euch hier raussuchen, was ihr möchtet. Wenn ihr noch keine FAMAS habt, möchtet aber das volle Package haben, ich hatte es euch ja am Anfang gezeigt, da gibt es sogar noch diesen schönen Koffer mit dabei.
Die Produktlinks packe ich euch wie gehabt in die Videobeschreibung rein. Ich denke mal, das war es von mir gewesen. Bruce BB2K Airsoft Channel. Ich hoffe, euch hat diese kleine Vorstellung Spaß gemacht. Solltet ihr noch Fragen haben, macht das alles unten in die Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir zu meinem Standardspruch. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der klickt mal da oben drauf. Unten gibt es noch ein weiteres Video von mir. Bleibt mir bis dahin gesund. Bis zum nächsten Video und wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.